Victas hat mit der ZX Gear Serie interessante Hölzer Made in Japan auf den Markt gebracht. Bisher konnten sich die Hölzer zumindest bei uns aber noch nicht durchsetzen, sodass wir das ZX Gear In einmal näher unter die Lupe nehmen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119,90 € ist das ZX Gear In im Vergleich zu anderen japanischen Carbonhölzern im moderaten Preissegment angesiedelt. Wie der Name es bereits vermuten lässt, liegen bei diesem Holz die beiden speziellen Carbonfasern direkt auf dem Kernfurnier. Insgesamt statten die japanischen Entwickler von Victas das Holz mit einem 5+2 Furnieraufbau aus. Etwas irritiert waren wir von dem Aufdruck auf dem Holz. Laut Aussagen von Victas handelt es sich um ein Off-Plus-Holz. Sowohl im ersten DOTS-Test als auch bei den ersten Schlägen war das Holz aus unserer Sicht allerdings sehr gefühlvoll und wird daher im Off- bis Off-Bereich eingestuft. Im aktiven Spiel überzeugt das Holz durch ein ordentliches Tempo und eine gute Spin-Entwicklung. Die Flugkurve ist relativ hoch, wobei es hier auch etwas auf den verwendeten Belag ankommt. Im passiven Block- und Konterspiel ist das ZX Gear recht angenehm und sehr kontrolliert zu spielen. Blockbälle gelingen auch dank des etwas weicheren Anschlags sehr sicher und platziert. Hier macht sich gewiss auch die Platzierung der beiden Carbonschichten direkt auf dem Kernfurnier positiv bemerkbar.
Der Trend zu Carbonhölzern, bei denen die härteren Carboneinlagen direkt auf das Kernfurnier platziert werden, hält weiter bei vielen Herstellern an. Aus unserer Sicht ist die Konstruktion auch hervorragend geeignet für Spieler, die sich zwar das Feeling eines Vollholzes wünschen, dabei aber gleichzeitig mehr Geschwindigkeit und Stabilität zu schätzen wissen. Victas ist mit dem ZX Gear In ein qualitativ hochwertiges Holz gelungen, welches sich weder von den Spieleigenschaften noch vom Preis hinter anderen japanischen Marken verstecken muss. Nur der Name ist unserer Meinung nach für den europäischen Markt etwas unglücklich gewählt und auch der Aufdruck OFF Plus auf dem Blatt nicht ganz glücklich. Ansonsten erhält man für den Preis von 119,90 € aber perfekte Qualität aus Japan.